Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ben und heute schauen wir uns die Top 5, was ihr auf jeden Fall auf Madeira ausprobieren müsst, im Sinne von probieren, essen, verkosten und so weiter. Viel Spaß dabei! Auf Madeira bekommt ihr natürlich richtig gutes Seafood und das Restaurant Gallet beispielsweise hier an der Nordseite hat eine ganz besondere Fischsuppe. Ihr seht es auch hier links von einem auf YouTube verlinkt, beziehungsweise einfach Muscheln und ihr könnt da richtig super gutes Seafood essen. Kann ich sehr empfehlen, vor allem diesen Fischeintopf. Falls euch eher nach Fleisch ist, kann ich euch auch ein Steakhouse hier empfehlen. Das befindet sich hier in der Hauptstadt im Süden und ist wirklich super lecker und hat ja, wirklich sehr gutes Qualitätsfleisch, was ihr dort essen könnt und ja, es euch gut gehen lassen könnt. Das nächste ist generell eine Spezialität auf Madeira und das ist das Bolo do Caco. Ja, das ist einfach das Brot, das ihr auch hier auf der linken Seite nochmal sehen könnt. Das ist super lecker, gibt es auch als Knoblauch-Variante und gibt es im Prinzip auf der ganzen Insel immer auch als Beilage dazu zu bestellen und kann ich sehr empfehlen. Hier in diesem Grillhaus ist es dann noch richtig lecker belegt oder ihr könnt dort auch die Lam Espedadas probieren, die ihr jetzt hier in dem Video auf der linken Seite seht. Auch sehr zu empfehlen, wirklich sehr lecker, gibt es aber auch an verschiedenen Orten auf Madeira. Dann mein Top 2, für mich ein Muss auf Madeira, könnte ich mich reinlegen, das sind die Pastéis de Nata, die kleinen Küchchen mit Puddingfüllung und eben dazu ein Espresso. Und Espresso-Kultur und Pastéis de Nata ist eigentlich dort auf der kompletten Insel zu finden. Ich habe euch jetzt hier einfach nur eine Pasterie rausgesucht, die in der Hauptstadt ist, weil das dort auch eine wirklich schöne kleine Gasse ist, an der man verschiedene Köstlichkeiten probieren kann und dort auch einfach guten Kaffee oder einen Espresso bekommt und dementsprechend dann noch ein Pastel de Nata. Aber findet ihr auf Madeira an jeder Ecke und ist einfach ein Muss, das zu probieren, beziehungsweise einfach in diese Espresso-Kultur ein bisschen einzutauchen und einfach am Mittag vielleicht mal einen kleinen Espresso zu trinken oder am Morgen. Eins meiner Highlights, was ich zum allerersten Mal probiert habe und ja, ich sehr begeistert davon war, ist Oktopus. Ja, und hier in diesem Restaurant an der Nordseite könnt ihr beispielsweise Oktopus-Salat essen und es euch auch mal dementsprechend probieren. Ich habe es danach noch ein, zwei Mal auf der Insel probiert und war echt begeistert, wie lecker das schmeckt, obwohl ich auch Taucher bin und dann immer so ein bisschen im Zwiespalt bin, weil ich auch die Unterwasserwelt eigentlich sehr schätze und schön finde. Aber wie gesagt, kann man mal probieren. Und dort in der Nähe gibt es auch noch ein anderes Restaurant. Das hatte leider bei uns zu. Eher so ein Tapa-Style hatte ich aber als Empfehlung auch bekommen. Und das ist das Pipa. Ja, da gibt es auch super leckeres Meeresfrüchte. Dementsprechend kann man sich dort auch sehr gut gehen lassen. Was habt ihr noch für Tipps und besondere Orte, was man auf jeden Fall probieren muss? Lasst es mich wissen in den Kommentaren.